Hallo, herzlich willkommen zu unserem Vlog. Heute möchten wir uns mit der Frage beschäftigen, was brauchen wir für ein rechtssicheres Lernmanagementsystem in Microsoft 365? Microsoft 365 etabliert sich immer mehr als der neue digitale Arbeitsplatz für uns alle. Teams ist auch nochmal ein wichtiges Thema hinsichtlich der Kollaboration und des internen Austausches. Und da würde es natürlich wie immer Sinn machen, ein Lernmanagementsystem zu integrieren. Und da ist halt heute die Frage, die wir beantworten möchten, wie so etwas umgesetzt werden kann in einer rechtssicheren und voll integrierten Art und Weise. Unserer Meinung nach gehören da 3 Kernelemente dazu, die wir dafür brauchen. Das wäre einmal der informative und zielorientierte Content, ein zentral gesteuertes und praxisnahes Management der Lernaktivitäten und die übersichtliche Darstellung von relevanten Daten, wenn es darum geht, die Lernerfolge auszuwerten. Was meinen wir damit im Detail? Das möchten wir uns jetzt peu à peu mit Ihnen gemeinsam anschauen. Kommen wir zum besagten Content, der unserer Meinung nach eben elementar wichtig ist, um ein solches Projekt umzusetzen. Und hier kommen wir erstens zu einer Prämisse, die wir brauchen. Das ist nämlich die Möglichkeit, vorstrukturierte Schulungspläne und Kurslernpfade zu erstellen. Das heißt, wir möchten bewusst mehr als nur eine Bibliothek anbieten. Wir möchten bewusst entscheiden, welcher Reihenfolge sollen welche Elemente durchgeführt werden, sowohl auf Kursebene, das wäre dann quasi der Lernpfad innerhalb des Kurses, als auch übergeordnet auf Schulungsplanebene, wo ich eben definiere als Fachexperte, als L&D-Abteilung, welche Kurse zum Beispiel zu einem Onboarding-Programm gehören sollen eines neuen Marketing-Mitarbeiters. Kommen wir dann zum nächsten Element, die Interaktivität, gerade im Bereich des digitalen Lernens oder halt des E-Learnings. Hier brauchen wir nicht nur Möglichkeiten mit PowerPoint, PDF, Video und Co. zu arbeiten und diese dann auch, wo nötig, das wäre der letzte Punkt, dann eben ein automatisiertes Lernquiz und die damit einhergehende Erfolgskontrolle zu ergänzen, sondern wir brauchen auch hier, gerade bei gewissen Projekten, wo man halt auch eine gewisse Wichtigkeit hinter sieht, dieses Element interaktiv darzustellen, ist es wichtig, dass man hier den Industriestandard für interaktive E-Learnings unterstützt, der da eben heißt SCORM oder AICC. Ja, last but not least, wie bereits schon angeteasert, die Möglichkeit, die Erfolgskontrollen mit Lernquizzen automatisiert umzusetzen. Also hier sollte es keine händische Arbeit mehr geben müssen. Hier sollte es auch keine Synchronelemente geben, wo ich halt quasi zwischen dem Ausfüller des Quizzes und des Auswerters quasi eine Zeitversetzung habe, sondern auch hier ist es wichtig, mit einem vollautomatisierten digitalen Quizbilder diese Erfolgskontrolle anhand von Punkteschwellen, anhand von vorgegebenen Versuchsmöglichkeiten. Sie können dort Feedback einpflegen, falls ich richtig liege, falls ich falsch liege, die natürlich auch nochmal einen sehr wichtigen Lernfaktor mit sich bringen. Ich brauche hier umfangreiche Fragetypen, damit ich halt für jede Frage, die mir so vorschlägt, den richtigen Typ auswählen kann. Also nicht nur Single Choice und Multiple Choice. Ich brauche auch vielleicht mal einen Hotspot, ich brauche vielleicht auch mal eine Freitextantwort. Ich brauche mal eine Möglichkeit, Sachen zu ordnen oder Sachen miteinander zu verbinden. Also auch hier ist es wichtig, dass diese Erfolgskontrolle vollautomatisiert und umfangreich umgesetzt werden kann. So, wenn wir diese 3 Parameter haben, könnten wir jetzt hier sagen, dass wir im Inhaltsbereich ganz gut aufgestellt sind. Kommen wir zur Verwaltung der Lernaktivitäten. Ja, wir haben ja gesagt, die sollen zentral gesteuert sein, die sollen praxisnah sein. Was brauchen wir dafür? Welche Kriterien sollten dafür erfüllt werden? Also einmal sollte es möglich sein, Lernaktivitäten verbindlich zuzuweisen. Also auch hier wieder mehr als nur eine Bibliothek anzubieten, wo jeder freiwillig nach Gusto, nach Bedarf, nach Interesse Ausschau halten kann und auch aktiv was lernen kann. Das wollen wir natürlich auch und da ist es natürlich auch wichtig, dann mit einem Kurskatalog und Co. auch so etwas zu ermöglichen. Aber um halt die Lernverwaltung tatsächlich professionell umzusetzen, brauchen wir auch die Möglichkeit, Lernaktivitäten, Schulungspläne, Kurse und Co. verbindlich zuzuweisen. Im Idealfall auf Gruppenbasis. Es könnten dynamische Gruppen im Idealfall sein, die dann eben sich aus den neuesten Daten der IT generieren.
sodass wenn jemand Neues der Buchhaltung zustößt als Mitarbeiterin zum Beispiel, kriegt von der IT einen Microsoft 365 Account zugewiesen, wird somit Bestandteil der sogenannten Azure Active Directory Datenbank in Microsoft und sollte dann eben auch im Idealfall direkt zu den passenden Gruppen eingeladen werden bzw. automatisiert hinzugefügt werden. Und wenn diese Gruppen dann in den passenden Programmen bereits hinterlegt wurden als Teilnehmergruppen, dann ist dann halt auch sofort geklärt, dass eine solche Zuweisung für einen neuen Mitarbeiter zum Beispiel verbindlich erfolgt und alle erforderlichen Onboarding-Maßnahmen sofort zugewiesen werden können. Vollautomatisiert und vor allen Dingen verbindlich. Dann haben wir, wie gesagt, kommt ja eine kleine Schnittmenge auch dazu, ist natürlich das systematische Einladungs- und Erinnerungsmanagement. Also wir haben einmal die Zuweisung, die sich natürlich mit dem Einladungsmanagement ein bisschen kreuzt. Das heißt, was wollen wir denn, dass wenn jemand zugewiesen ist, passiert? Wir wollen in der Regel automatisiert versendete Notifikationen haben. Wir wollen im Idealfall E-Mails haben, die mit Outlook-Anhängen arbeiten, wo dann vielleicht schon direkt das Webinar hinterlegt ist, wo ich aus meinem Kalender heraus sofort am Webinar zum Beispiel teilnehmen kann. Falls ich mit einer App unterwegs bin, möchte ich da auch eine Notifikation erhalten. Also all das, was ich brauche, um halt eben dieses Einladungsmanagement präsent und verbindlich umzusetzen. Und wir brauchen ein Erinnerungsmanagement. Das heißt, zu Zeiten von Compliance, gesetzlichen Vorgaben, Schutzmaßnahmen ist es natürlich wichtig, solche Schulungen teilweise halbjährlich, jährlich oder zweijährlich zu wiederholen. Und somit sollen Zertifikate mit einem Ablaufdatum versehen werden können und dann eben vom System soll der Teilnehmer daran erinnert werden, dass zum Beispiel diese Schulung oder das Zertifikat abläuft in einem gewissen Rahmen, zum Beispiel 30 Tagen, 14 Tagen und Co. Und wenn der Tag dann kommt und das Zertifikat abgelaufen ist, der Teilnehmer, die Mitarbeiterin nicht aktiv geworden sind, dass man dann auch vielleicht sogar mit einer internen Eskalation planen möchte, wo man sagt, okay, wie können wir dann reagieren, wer sollte informiert werden, sollte es die Führungskraft sein, sollte es eine Abteilung sein oder ein Ansprechpartner aus der HR-Abteilung, aus Compliance, und somit könnten wir auch hier dann auch nochmal das Erinnerungsmanagement mit interner Eskalation gewährleisten, dass das funktioniert. Dritter Punkt auch hier für die Verwaltung der Lernaktivitäten ist es halt dann, wie eingangs schon mal kurz erwähnt, im Aspekt Content ist es natürlich auch wichtig, einen intuitiv durchsuchbaren Kurskatalog zu haben. Ja, das heißt, ich kann ja nach Kriterien Ausschau halten, ich kann nach Begriffen suchen, ich kann nach Interessen Ausschau halten, ich kann nach zeitlichen Daten Ausschau halten, wo ich sage, okay, ich habe jetzt am Freitag vielleicht Zeit für eine Lernaktivität und könnte halt dann explizit gucken, welche asynchrone Lernaktivität in Frage kommt, aber halt auch, ob vielleicht eine synchrone Lernaktivität dort auf mich wartet, wo halt noch ein Platz frei ist und ich mich zum Beispiel für ein Webinar oder sogar vielleicht für ein Seminar anmelden könnte. So, letzte Säule, die unserer Meinung nach dazugehört, um ein rechtssicheres, voll integriertes LMS in Microsoft 365 anzubieten und zu realisieren, ist die, wie gesagt, eingangs erwähnt, relevante und übersichtliche Datensammlung, wenn es darum geht, die Lernerfolge, den Zertifikatserwerb, teilweise auch den Kompetenzerwerb nachzuverfolgen und auszuwerten. Auch hier haben wir 3 Punkte dazu aufgeschrieben. Der erste Punkt wäre, dass die Lernhistorien und Dokumentationen rechtssicher sein müssen. Also hier kommt das Adjektiv perfekt zum Einsatz. Das heißt, ich muss hier eine Dokumentation gewährleisten, die, wenn ein Revisor kommt, wenn ein gesetzlicher Ansprechpartner kommt, ein Gesetzgeber kommt, der da gewisse Gesetze mir vorgegeben hat, die ich einzuhalten habe als Unternehmen, dass ich diese aufzeigen kann, exportieren kann und eben so digital oder dann eben ausgedruckt nachweisen kann, dass ich meinen Pflichten als Arbeitgeber nachgekommen bin. Wir brauchen individuelles Zertifikat- und Kompetenzmanagement. Ich hatte das bei dem Erinnerungsmanagement schon mal angeklungen. Also grundsätzlich ist es hier wichtig, dass wir Parameter festlegen können, die dann individuelle Folgen haben. Das heißt, wenn jetzt eine Fälligkeit angegeben wurde, zum Beispiel mit +7 Tagen,
oder ein Ablauf eines Zertifikats mit plus 365 Tagen, dass man dann einfach auch individuell es ermöglicht, dass wenn ich im März etwas absolviert habe, dass ich dann auch erst im nächsten Jahr im März das Ganze wieder neu zu absolvieren habe. Und dass wenn ein Kurs jedes Mal aufs Neue von 2, 3, 5 neuen Mitarbeitern pro Monat genutzt wird, dass dann auch dementsprechend diese Fälligkeit immer relevant und zeitnah bleibt und dann eben individuell zugewiesen wird. Das gleiche gilt natürlich auch fürs Kompetenzmanagement. Das heißt, wenn ich hier mit Kompetenzen und Kompetenzstufen arbeite, auch hier definiert habe, dass solche Kompetenzen vielleicht ablaufen sollten. Also da könnte man zum Beispiel sagen, Beginner-Kompetenzstufen sind dann vielleicht für 24 Monate gültig und dann letzte Stufe, die höchste Stufe, den Expertenstatus quasi nur vielleicht für 3 Monate. Und so könnte ich halt gewährleisten, dass wenn jemand als Experte hier gelten möchte, dass er dann individuell nach 3 Monaten immer wieder daran erinnert wird, einen neuen Kurs mit der gleichen Expertenstufe zu absolvieren und somit meinen Expertenstatus nachzuweisen. Ja, letztes Element hier ist eben das fundierte und aussagekräftige Analysieren der Lernaktivitäten und Lernerfolge, gerne auch Learning Analytics gemeint und beschrieben. Das heißt, ich muss natürlich auch nicht nur einem Gesetzgeber teilweise nachvollziehen können und vorzeigen können, dass wir gewissen Pflichten nachgekommen sind, sondern ich habe ja auch meine eigenen Ziele als Organisation, dass ich eben Kompetenzen und Qualifikationen verbessern kann von meinen Mitarbeitern, dass ich diese Mitarbeiter weiterentwickle, dass ich Mitarbeiter vielleicht auf neue Rollen vorbereiten möchte, weil sich eine Rolle per se ändert oder weil es vielleicht eine höhere, nächstgelegene Rolle sein soll. Vielleicht gibt es Teilnehmer, die intern Bereiche wechseln möchten, weil sie vielleicht interessensbedingt einen anderen Bereich für sich sehen. Dann habe ich natürlich hier eigene Ziele, die natürlich mindestens genauso wichtig sind wie die gesetzlichen Vorgaben. Und um die nachzuvollziehen, um denen nachzugehen und halt auch aufzuweisen intern, gerade wenn es auch darum geht, Executive Buy-in zu erhalten für die Projekte, für die Budgets und Co., ist es natürlich wichtig, dass wir hier aussagekräftige Analysedaten bekommen, aus dem System heraus, mit Excel und im Idealfall vielleicht sogar mit einem Business Intelligence Tool, wie es dann eben zum Beispiel Power BI sein könnte. Da wir in der Microsoft 365-Welt uns aufhalten und eben die Prämisse ja eingangs war, rechtssicher ja, aber auch voll integriert, würde sich hier natürlich Power BI idealerweise anbieten, dass ich dort mit Dashboards jederzeit hineinblicken kann und dann als Stakeholder in diesem Prozess gucken kann, wie es um die Abteilungen steht, ums Unternehmen, um mein Team, um die Jobprofile und so weiter und so fort. So dass ich halt da auch jederzeit aktiv werden kann, nachjustieren kann und somit den Erfolg garantieren kann. Ja, bei der Gelegenheit möchte ich auch mal kurz ein paar wenige Use Cases mal durchgehen eines Lernmanagementsystems. Wie gesagt, mit der Prämisse voll integriert und rechtssicher in Microsoft 365 und Teams und SharePoint und Co. Da gibt es ja verschiedenste Applikationen, die hier einen Sinn machen können beim Einsatz von Lernaktivitäten. Und dann lassen Sie uns noch mal kurz auch die Use Cases durchgehen. Also wenn ich eine Seminarveranstaltung habe, eine Webinarveranstaltung habe und diese hier verwalten möchte in einem solchen System, ist es hier natürlich auch wichtig, dass ich dann dazu einen Kurs erstellen könnte, der dann eben dieses sogenannte Event Onboarding steuern soll und übernehmen soll. Na, auch hier wieder, wir wollen nicht einfach nur einen Outlook-Anhang haben oder einen Eintrag haben und dann haben wir einen Termin und dann kann ich natürlich sehen, wer der Teilnehmer war und dann ist halt die Frage, wo wird das Ganze dokumentiert, sondern wir wollen das Ganze auch hier wieder rechtssicher dokumentieren, wir wollen es zentral gesteuert und verwalten und so weiter und so fort. All das, was wir gerade eben besprochen haben. Das heißt, ich möchte hier eine Event-Onboarding-Seite erstellen, möchte dann eben die Kursverwaltung einrichten. Das heißt, ich setze dann verschiedenste Webinartermine auf, verschiedenste Seminartermine auf, sodass auch vielleicht der Teilnehmer selber auswählen kann, zu welchem Zeitpunkt er an welcher Örtlichkeit mitmachen möchte. Falls die Plätze noch frei sind, falls nicht, bräuchte ich dazu eine Warteliste, auf die ich mich setzen kann. Falls jemand absagt, rücke ich dann automatisiert nach. Die Events per se werden dann von gewissen
Trainern und Trainerinnen durchgeführt, die natürlich auch einen Einblick haben möchten dann, wer kommt denn am Donnerstag zu meinem Webinar oder wer hat sich denn für nächste Woche Montag beim Seminar angemeldet. Da brauche ich natürlich Teilnehmerlisten, gewissen Einsendeschluss für Teilnahmen, vielleicht weiterführende Links zum Feedbackbogen, wo man mir mitteilen kann, ob ich irgendwie beim Catering auf irgendwas zu achten habe oder ob jemand eine Übernachtungsmöglichkeit braucht und so weiter und so fort. Ich möchte dann dieses Event oder diese Eventreihe im Kurskatalog veröffentlichen können. Also falls es hier sich um ein Event handelt, wo ich eben nicht sofort schon weiß, wer das Event oder diese Maßnahmen umzusetzen hat, durchzuführen hat, sondern dann könnte ich vielleicht sagen, okay, das ist eine Aktivität als Webinar, die wir vielleicht auch freiwillig quasi im Kurskatalog zur Verfügung stellen möchten und den Interessierten halt anbieten möchten. Andererseits könnte ich auch sagen, wir würden das gerne im Kurskatalog veröffentlichen, aber wenn sich jemand für den Kurs interessiert, möchten wir, dass zum Beispiel die Anmeldung erstmal genehmigt werden muss, sodass wir dann auch die Kosten im Blick haben. Also auch das erwarte ich dann von einem integrierten Lernmanagement im Microsoft 365. Die Teilnehmer werden eingeschrieben oder können sich selber einschreiben und am Ende kann ich halt nachvollziehen, wer war dort und kriegt dann mal ein Häkchen, eventuell ein Zertifikat und habe das Ganze wieder rechtssicher dokumentiert und kann das Ganze auswerten. Beim E-Learning sieht es ähnlich aus, das heißt, hier kommt dann halt wieder der Content mehr zum Einsatz in asynchroner Art und Weise. Das heißt, hier werde ich dann halt im System selber diesen Kurs Lerninhalte zuweisen. Das könnten entweder rudimentär erstellte Elemente sein, mit einem Lernmodulgestalter zum Beispiel, der dann eben Microsoft-Elemente, PowerPoint, PDF mit vielleicht YouTube, Vimeo oder Stream-Videos verknüpft, dann noch vielleicht eine Umfrage anbietet über Forms und dann eben über diesen Weg dann mit einem Quizbilder den Lernerfolg garantieren, indem ich halt hier einen Lernquiz einbinde. Genauso könnten wir aber auch, wie eingangs schon mal beschrieben, auf den Industriestandard SCORM setzen, wo ich halt dann vielleicht mit interaktiveren Elementen sogar das Engagement des Lerners noch höher halten kann und da sich verschiedenste Elemente abwechseln lassen kann, so dass wir da die noch interaktivere Lernerfahrung realisieren können. Das erwarte ich dann, wenn ich ein E-Learning umsetzen möchte. Gleiches Verfahren am Ende, man kann sich einschreiben oder eben kriegt den Kurs zugewiesen und am Ende kann jeder einsehen oder der es einsehen soll, wer hat teilgenommen, wie viele haben teilgenommen. Wie wurde im Quiz die Frage 3 beantwortet? Ist da vielleicht eine Frage sehr, sehr oft falsch beantwortet worden und dann kann ich mir Gedanken machen, wieso, weshalb, warum. Feedbackbogen auswerten und so weiter und so fort, sodass auch dieses Element dann peu à peu seine Aktualisierung bekommt und seine Optimierung bekommt. Ja, ich glaube, last but not least wäre der Schulungsplan als Use Case nochmal hier. Das heißt, hier geht es weniger darum, dass ich einen Inhalt per se erstelle oder eine Aktivität organisiere oder durchführe, sondern hier kommt jemand als Verantwortlicher ins Spiel, der sagt, okay, ich als Schulungsplanleiter für das Onboarding-Programm Marketing schaue mir jetzt die Lernaktivitäten an, die wir im Unternehmen bereits haben. Und im Idealfall ist schon dort alles dabei, was ich brauche und kann mir dann maßgeschneidert mein Onboarding-Programm für meine Zielgruppe erstellen. Sollte mal irgendwas fehlen, könnte es dann eventuell einen Austausch geben mit einem Fachexperten oder mit dem E-Learning-Experten oder mit einem Coach oder einem Dozenten und so könnte dann auch das letzte fehlende Puzzleteil nochmal hinzugefügt werden. Aber hier ist es halt wichtig, bei diesem Schulungsplan, dass ich eben einzelne Kurse hinzufügen kann, die dann von den ganzen Verwaltung und Dokumentation profitieren, die wir gerade eben gehört haben in den ersten 2 Use Cases. Und so kann ich dann peu à peu über mehrere Tage, Wochen, teilweise Monate hinweg mein Zertifikat erwerben, via Einschreibung, via Zuweisung, die Elemente durcharbeiten. Das System merkt sich natürlich, wo ich zuletzt aufgehört habe, also auch hier wieder Stichwort Bibliothekscharakter, dass wir eben mehr wollen. Wir wollen nicht, dass ich einfach mir was angucken kann, mittendrin aufhöre und dann mir selber merken müsste, wo ich letztens mal stehen geblieben bin, sondern dafür haben wir das System, was mir halt sagt, okay, ich bin bei Kurs 3 von 7 stehen geblieben und in dem Kurs 3 bei 40%. Und am Ende für alle Beteiligten und relevanten Stakeholder ist das Ganze einsehbar. Welche Vorteile bringen denn grundsätzlich bringt diese Integration in Microsoft 365? Also wir haben jetzt viel gehört, wo wir auch
viel unterschwellig von den Vorteilen generell eines Lernmanagementsystems gehört haben. Und jetzt hatten wir uns ja, wie gesagt, aber heute die Frage gestellt mit der vollen Integration in Microsoft 360, und da möchte ich jetzt auch nochmal auf ein paar Vorteile eingehen. Also grundsätzlich, wenn Sie auf Microsoft 365 setzen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Sie auch für sich Microsoft SharePoint entdeckt haben und erfolgreich einsetzen. Es könnte das Intranet eingesetzt sein, also Stichwort interne Kommunikation. Es kann als ein Wissenshub genutzt werden, Stichwort Dokumentenablage, Wissensmanagement und Co. Und dann würde es natürlich Sinn machen, wenn wir die Lernaktivitäten mit diesem unternehmenseigenen Wissenshub verknüpfen können. Wie sieht es um das kollaborative Arbeiten aus? Stichwort Social Learning. Hier kommt natürlich Microsoft Teams in den Vordergrund, der ja der Hub geworden ist für das kollaborative Arbeiten. Also würde es hier Sinn machen, dieses kollaborative Arbeiten mit dem Social Learning zu kombinieren, mit Microsoft Teams über Browser, Desktop und daher nochmal der Hinweis auf die First Line oder auf die gewerblichen Mitarbeiter, auch über die mobile Microsoft Teams. Da hat eingangs schon mal erwähnt und zum Thema Learning Analytics fiel das Stichwort Power BI, das Business Intelligence Tool von Microsoft, wo es halt darum geht, mit der Kombination aus verschiedensten Datenströmen, das ist die eine Seite, also das Vereinheitlichen von verschiedensten Datenquellen in eine Reporting-Applikation hinein, das wäre dann Power BI, und dort die Kombination aus entweder individuell erstellten Dashboards nach wirklich organisationsbedingten und individualisierten Anliegen, dass man dann eben dieses Dashboard wirklich so gestaltet, wie es für Sie wichtig ist, und dann die ganzen Elemente in Echtzeit auswerten kann. Das wäre dann hier nochmal ein Vorteil dieser Integration. Dann haben wir die große Microsoft Power Plattform, die eben mit Power BI einerseits, Power Apps andererseits und jetzt in dem Fall mit Power Automate aufwarten kann. Das hier würde ja auch dann als eine voll integrierte Microsoft 365 Lösung würden sich ja auch viele Möglichkeiten ergeben, um ein LMS effizienter und erfolgreicher einzusetzen, indem man zum Beispiel die gewisse Workflows individualisieren kann und vollautomatisieren kann. Das würde natürlich dann auch fürs LMS gelten, und somit, wenn im LMS irgendetwas fehlt oder ein manueller Prozess zu viel da sein sollte, habe ich halt hier mit No-Code oder teilweise Low-Code Solutions, das wäre dann Power Apps, die Möglichkeit, diese Sachen anzugehen und für mich dann zu lösen und somit meine Mitarbeiter und meine Belegschaft zu entlasten. Also ein Stichwort könnte jetzt zum Beispiel sein, die Genehmigung von Kursen, ja, Kursregistrierung. Wir hatten es erwähnt, ein LMS hat grundsätzlich immer konfigurierbare Möglichkeiten, ja, zum Beispiel über eine Führungskraft oder über einen Abteilungsleiter oder über eine Abteilung per se. Aber jetzt könnte es vielleicht sein, dass Sie für sich einen ganz klaren individuellen Workflow hier angehen möchten. Da könnte zum Beispiel lauten, erst wird digital die Führungskraft gefragt, und wenn die Führungskraft etwas genehmigt, wird es dann zum Beispiel nochmal eine Meldung geben an die Personalentwicklungsabteilung oder an die HR-Abteilung, und dort wird dann das Ganze nochmal abgesegnet, vielleicht sogar mit einer digitalen Signatur über Adobe Sign, DocuSign und Co. Und dann erst wird dem LMS der Befehl gegeben, quasi, ja, Teilnehmer, Frau Müller darf am Kurs jetzt teilnehmen. Das wäre zum Beispiel ein Use Case. Ja, ein paar Aussagen könnten dann eben lauten, dass ich es sehr toll finde als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin, dass ich direkt in Microsoft 365 relevante Lerninhalte sehe, die ich jederzeit durchführen kann und somit für mich immer verfügbar sind. Und als Admin könnte man eben sagen, okay, mit der Verknüpfung zum Beispiel vom LMS mit unserer neuen Go-To-Lösung und Plattform Teams könnten wir halt eben unsere individuellen Vorgaben einer Lernplattform umsetzen und somit mehr als nur ein LMS realisieren, sondern eher von unserer unternehmenseigenen Lernplattform sprechen. Ja,
So viel dazu. Wir konnten hoffentlich erfolgreich gemeinsam thematisieren, was wir brauchen, um ein rechtssicheres und voll integriertes LMS in Microsoft 365 zu realisieren. Und ich hoffe, dass wir aufzeigen konnten, unterschwellig, welche Vorteile dann auch nochmal ein LMS per se mit sich bringt, falls Sie noch kein LMS im Einsatz haben. Und vor allen Dingen noch viel wichtiger und was mir am Herzen liegt, aufzuzeigen, falls Sie schon ein LMS einsetzen, was eben nicht voll integriert ist, dass Sie dann da auch nochmal einen Eindruck bekommen haben, was eine Migration quasi von außerhalb der Microsoft 365-Welt in die Microsoft 365-Welt auch für Ihre Lernaktivitäten mit sich bringen könnte. Und einfach nochmal, um gemeinsam festzulegen, welche Kriterien sollten generell erfüllt werden. Und das sind einige, wie wir gesehen haben. Welche Kriterien sollten erfüllt werden, um von einem professionellen, umfangreichen Lernmanagementsystem für Ihr Unternehmen und Ihre Organisation sprechen zu können. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.